1944. Deutschland baut das schnellste Kolbenflugzeug der Welt und weiß gleichzeitig, es reicht nicht mehr. Die Alliierten kommen bei Tag, die Briten kommen bei Nacht und die Luftwaffe braucht dringend etwas, das beides aufhalten kann. Schnell genug für den Tag, zuverlässig genug für die Nacht und mit einer Reichweite, die nicht nach 20 Minuten endet. Die Antwort, die Dornier entwickelt, ist so ungewöhnlich wie logisch. Ein Flugzeug mit 2 Herzen. Vorne ein Kolbenmotor, hinten ein Strahltriebwerk. Das Beste aus 2 Welten, gebündelt in einem Rumpf. Das Projekt heißt zunächst Dornier Do 535, dann wandert es weiter zu Heinkel und bekommt einen neuen Namen, He 535. Es wird nie fliegen, aber die Idee dahinter, sie überlebt den Krieg und sie taucht wenige Jahre später wieder auf, nur nicht in Deutschland. Um die He 535 zu verstehen, muss man kurz zur Do 335. Die Do 335 Pfeil war ein Ausnahmeflugzeug. 2 Daimler-Benz-Motoren, einer vorne, einer hinten, nicht nebeneinander, sondern hintereinander. Kein Drehmomentproblem, keine asymmetrische Schubkraft bei Motorauswahl und ein aerodynamischer Widerstand, der einem Einsitzer näher war als einem zweimotorigen. Generalfeldmarschall Erhard Milch beschrieb sie bei den ersten Tests als Flugzeug, das der P-38 auf Augenhöhe begegnete und zuverlässiger sei. Der erste Prototyp flog am 26. Oktober 1943. Die Höchstgeschwindigkeit im Flug 754 km/h in 8600 Metern. Im Sturzflug wurden sogar 910 km/h gemessen. Der erste Kontakt der Alliierten mit einer Do 335 im Luftkampf April 1945, Pierre Klostermann mit 4 Hawker Tempests. Er beschreibt ein unbekanntes Flugzeug, das sie schlicht nicht einholen konnten und entschied sich nicht mal zur Verfolgung. Das kommentiert die Leistungsdaten besser als jede Zahl. Das schnellste Kolbenflugzeug Deutschlands, vielleicht der Welt. Das RLM wollte die Do 335 anfangs gar nicht. Dornier war ein Bomberhersteller, kein Jagdflugzeughersteller und das Projekt musste sich erst gegen starken internen Widerstand durchsetzen. Erst nach dem Konzessionsangebot, auf ein Mehrzweckflugzeug umzuschwenken, bekam Dornier den Entwicklungsauftrag. Das ist nicht nur Hintergrund, es zeigt, wie zäh die Do 335-Familie von Anfang an erkämpft werden musste. Aber Dornier dachte bereits weiter. Noch bevor der erste Prototyp in der Luft war, arbeiteten die Ingenieure im Mai 1943 an einem Nachfolgeprojekt, dem P-232. Die Grundidee: Was passiert, wenn man den hinteren Kolbenmotor durch ein Strahltriebwerk ersetzt? Der Gedanke war bestechend. Im Reiseflug läuft nur der Kolbenmotor, verbrauchsarm, reichweitenstark. Im Gefecht wird der Jet zugeschaltet. Maximale Geschwindigkeit, maximaler Schub, kürzerer Startlauf durch die kombinierte Anfangsleistung. Weniger Gewicht, weil das Strahltriebwerk leichter ist als ein zweiter Kolbenmotor. Der Mischantrieb versprach, die Vorteile beider Antriebsarten zu vereinen, ohne ihre jeweiligen Nachteile aufzusummieren. Bis Herbst 1943 hatte Dornier dem RLM ein konkretes Nachfolgemuster vorgeschlagen, die Do 435. Und parallel dazu im Projekt P-254 eine Weiterentwicklung für die Nachtjagd, die Do 535. Beim P-232 war der Lufteinlass für das Strahltriebwerk noch oben am Rumpfrücken geplant, mit einer federnden Klappe, die ihn beim Einmotorenflug verschloss. Hier wird es interessant, und hier beginnt auch, was dieses Projekt letztlich verhindert. Das RLM überträgt die Weiterentwicklung des Projekts im Oktober 1944 an Heinkel, nicht ohne Grund. Heinkel hat Erfahrung mit Strahltriebwerken. Das Unternehmen hatte 1939 mit der He 178 das erste strahlgetriebene Flugzeug der Welt geflogen. Heinkel baut außerdem das He S-011, genau das Triebwerk, das in der He 535 hinten sitzen soll. Und Heinkel fertigt in Oranienburg bereits Teile der Do 335 B6, dem zweisitzigen Nachtjäger, der die He 219 ersetzen soll. Das Projekt bekommt nun also den Namen He 535 und es nimmt konkrete Form an. Der Rumpf basiert auf der Do 335B, wird aber erheblich überarbeitet. Im vorderen Teil ein Daimler-Benz DB 603 LA, 2300 PS, dreiblättiger Verstellpropeller. Im hinteren Rumpf, wo bisher der zweite Kolbenmotor saß,
Ein Heinkel He S011 Strahltriebwerk mit 1300 Kilogramm Standschub, beiderseits des Rumpfes, anders als beim früheren P232-Entwurf. Kurz, hinter den Flügelwurzeln sitzen die Lufteinlässe für den Jet. Zwischen Flügelwurzel und Strahltriebwerk, direkt hinter dem Piloten, sitzt der Radaroperator. Eine komplett neue Position, angepasst an die Nachtjagdrolle. Ausgerüstet mit dem FUG 218 Neptun-Radar. Die Bewaffnung ist bemerkenswert schwer. Zwei 20 mm MG 151 über dem Frontmotor, eine 30 mm MK 108 als Motorkanone und zwei weitere MK 108 als schräge Musik im Rumpf, schräg nach oben gerichtet. Einige Quellen nennen sogar eine 50 mm MK 112 als Motorkanone, was allerdings in anderen Quellen nicht bestätigt wird. Die Angaben zur Bewaffnung variieren je nach Entwicklungsstand und Quelle leicht. Die He 535 hatte noch eine weitere konstruktive Besonderheit. Pilot und Radaroperator saßen in getrennten, jeweils einzeln schleudersitzgesicherten Kabinen. Das klingt nach einem Detail, ist aber ein ernstes Designproblem. Im Notfall mussten die Heckflächen per Sprengbolzen abgeworfen werden, bevor überhaupt jemand aussteigen konnte, und das galt jetzt für zwei Menschen, die das koordiniert hinbekommen mussten. In einem beschädigten Flugzeug, nachts, unter Feuer. Die Leistungsdaten: Spannweite 15,4 Meter in der Nachtjäger-Version mit verlängertem Flügel. Höchstgeschwindigkeit 822 km/h in 7500 Metern. Mit dem stärkeren Jumo 213J als Alternative zum DB 603 wären sogar 865 km/h in über 11.000 Metern möglich gewesen. Zum Vergleich: Die schnellsten alliierten Nachtjäger lagen bei etwa 600 km/h. Die He 535 hätte jeden Verfolger schlicht abhängen können. Der Entwicklungsauftrag wird im Januar 1945 erteilt. Wer mehr über das Ausgangsflugzeug erfahren will, die Do 335 Pfeil haben wir schon ausführlich behandelt. Das Video findet ihr jetzt oben rechts oder unten in der Beschreibung. Und dann kommt, was immer kommt, wenn Deutschland 1944 etwas plant. Der Krieg kommt schneller als die Flugzeuge. Heinkel ist hoffnungslos überlastet. Das Werk in Oranienburg produziert He 162 Volksjäger auf Teufel komm raus. Die Kapazitäten für die Do 335 B6, die Voraussetzung für die He 535, werden immer wieder verschoben. Und das He S011, das einzige Triebwerk, das für die He 535 vorgesehen ist, wird bis Kriegsende nur in etwa 40 Exemplaren fertiggestellt. Nicht annähernd genug für eine Serienproduktion. Der Entwicklungsvertrag vom Januar 1945 ist auf dem Papier ein Vertrag. In der Realität ist er eine Absichtserklärung in einem Land, das gerade auseinanderfällt. Kein Prototyp der He 535 wird fertiggestellt. Kein einziger Rumpf fliegt. Dabei war der Plan nicht vage. Er war konkret. Erstflug Mai 1945, erste Serienflugzeuge noch vor Jahresende an der Front, offiziell bestätigt, bürokratisch abgesegnet. 4 Monate nach dem Entwicklungsauftrag hatte Deutschland kapituliert. Die Alliierten finden in Oranienburg keine He 535. Sie finden halbfertige Strukturen, leere Hallen und gestoppte Produktionslinien. Das Projekt endet wie so viele deutsche Spätkriegsprojekte. Nicht mit einer Entscheidung, sondern mit dem Ende des Krieges selbst. Und jetzt kommt das Detail, das man sich merken sollte. Die Idee des Mischantriebs, Kolbenmotor vorne, Strahltriebwerk hinten, stirbt nicht mit der He 535 und sie war auch keine rein deutsche Idee. Während Dornier und Heinkel in Deutschland an der He 535 arbeiten, entwickelt die US Navy zur exakt gleichen Zeit dasselbe Konzept. Der Entwicklungsauftrag für den Ryan FR-1 Fireball geht bereits im Februar 1943 raus, also noch bevor die Do 335 ihren Erstflug hat. Auch der Curtiss XF-15C1 folgt kurz darauf. Beide Male dieselbe Logik: Kolbenmotor für Reichweite und Trägeroperationen, Strahltriebwerk für Geschwindigkeit im Gefecht. 2 Länder, die gleichzeitig dieselbe Antwort auf dieselbe Frage finden, ohne voneinander zu wissen. Wobei die russischsprachigen Quellen eine interessante Randnotiz liefern. Mit vergleichbarer Motorleistung blieben die amerikanischen Muster etwa 100 Stundenkilometer hinter dem zurück, was der deutsche Entwurf auf dem Papier erreicht hätte. Die He 535 ist kein Flugzeug, das man in einem Museum findet. Es gibt keine Überlebenden, keine Flugfotos, keine Testberichte. Was bleibt, sind Zeichnungen, Projektpapiere und die Frage, was aus einem Flugzeug geworden wäre,
dass 1945 vielleicht zu den schnellsten Nachtjägern der Welt gehört hätte, wenn 2 Firmen, ein überforderter Rüstungsapparat und ein Strahltriebwerk nicht immer wieder dazwischen gekommen wären. 2 Länder, die zur selben Zeit dieselbe Idee hatten, und am Ende hat nur einer davon ein fliegendes Flugzeug gebaut. Was sagt das über den Unterschied zwischen einer guten Idee und ihrer Umsetzung? Und hätte die He 535 den Krieg noch beeinflusst, wenn das He S011 früher fertig gewesen wäre? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo, damit ihr keines der nächsten Projekte verpasst. Und ein herzliches Dankeschön an unsere neuen Kanalmitglieder der Economy Class. Pascal Meers, @PascalMeers7692, Hellflauschi, @Hess686ify, Mark Rawls, @ChipBaschau, Trabant, @Trabant-SX4OP, Dagobert Duck, @DagobertDuck6201 und Phil, @Phil-KM9YE. Schön, dass ihr dabei seid.